willkommen. Nimm dir einen Augenblick, bevor irgendetwas anderes geschieht, um dort anzukommen, wo du bist. Lass deine Schultern weich werden. Lass das Gewicht deines Kopfes ganz und gar in das sinken, was ihn trägt. Lass deine Hände schwer werden. Lass deinen Kiefer ein wenig loslassen und dann noch ein wenig mehr. Es gibt jetzt nichts, was du tun müsstest. Nichts zu planen, nichts zu erinnern, nichts zu lösen. Der Tag, was immer er auch gebracht hat, ist zu Ende. Und die Nacht hat sich bereit erklärt, ihn dir abzunehmen. Sanft, Stück für Stück. Atme langsam durch die Nase ein. Und lass den Atem ebenso langsam durch leicht geöffnete Lippen wieder ausströmen. Noch einmal. Langsam ein und langsam aus. Lass den nächsten Atemzug ein wenig länger sein als den letzten und den danach noch ein wenig länger. Heute Nacht wirst du an einen sehr stillen Ort reisen. In ein Feuchtgebiet, weit und langsam, in dem das Schilf in sauberen Falten wächst, als wäre die ganze Landschaft aus blassem, lebendigem Papier gefaltet worden, wo die Wasserläufe nur so schnell ziehen wie ein gehender Mensch und oft langsamer noch, wo die Arbeit, die zu tun ist, die Arbeit des Entfaltens und Wiederfaltens ist und wo die einzige Dringlichkeit, wenn dieses Wort hier überhaupt taugt, die geduldige Dringlichkeit ist, mit der die Dämmerung in Nacht übergeht. Du musst dir nichts über diesen Ort merken. Du musst keiner Handlung folgen. Die Geschichte wird dich tragen, so wie ein flachbödiges Boot einen Reisenden trägt, der an den Kissen eingeschlafen ist. Du kannst zuhören oder du kannst dahintreiben. Du kannst jedem Wort folgen oder du kannst ganze Absätze vorbeiziehen lassen, wie sanften Wind durch das Schilf. Beides ist richtig. Beides wird dich in den Schlaf führen. Lass deine Augen sich schließen, falls sie es nicht schon getan haben. Lass die Muskeln rund um deine Augen weich werden. Lass den kleinen Raum zwischen deinen Augenbrauen sich glätten. Lass deine Zunge tief und entspannt in deinem Mund ruhen. Stell dir nun, ganz behutsam, vor, du stehst auf einem hölzernen Steg am Rand eines weiten Marschlands. Zu jener Stunde, in der die Sonne gerade unter den Horizont geglitten ist und der Himmel die Farbe eines schwachen Tees hat. Die Bretter unter deinen Füßen sind alt und glatt getreten und sie riechen nach feuchtem Leinen, ein wenig nach Bienenwachs und ein wenig nach grünem Wasser. Vor dir öffnet sich das Feuchtgebiet, weit und flach und endlos gefaltet, wie eine Seite, die viele Male gefaltet und wieder geöffnet wurde. Hinter dir windet sich ein Pfad zurück in niedrige Weiden, doch du wirst den Pfad nicht nehmen. Du wirst das Wasser nehmen. Ein Boot wartet auf dich. Oder vielmehr, ein Boot wartet auf jemand anderen und du darfst mitfahren. Ihr Name ist Iren. Sie ist die Kartenfalterin dieses Marschabschnitts und heute Nacht hat sie zu tun, die Art von Arbeit, mit der niemand sich beeilt. Der Kahn ist ein langes, schmales, flachbödiges Boot, honigfarben unter seinem Lack, mit einer niedrigen Bank in der Mitte und einer Rolle weichen Taus am Bug. Iren steht nahe am Heck, einen hölzernen Stacken quer über den Schultern, und sie nickt dir zu, das kleinste aller Nicken, so wie jemand nickt, der dich lange kennt und nichts weiter sagen muss. Sie trägt einen staubfarbenen Mantel und ein weiches Tuch in der Farbe von Flusslehm, und ihr Haar ist zu einem einzelnen Zopf zurückgebunden, der sich an den Schläfen ein wenig gelöst hat. Du steigst hinunter in den Kahn und das Boot nimmt dein Gewicht auf und das Wasser darunter wiegt sich und beruhigt sich wieder. Du setzt dich auf die niedrige Bank. Die Kissen sind alt, verblichen, bequem. Eine Tasche steht neben dir, schwer und viereckig
und riecht nach feuchtem Leinen und warmem Bienenwachs. In der Tasche liegen die Karten, die heute Nacht gefaltet werden sollen. Iren senkt ihren Stacken ins Wasser, mit einem leisen, hohlen Pochen am Rumpf, und der Kahn beginnt sich zu bewegen. Nicht schnell, nicht ungeduldig. Nur ein langsames Gleiten nach vorn, weg vom Steg, hinein in den ersten Kanal des Feuchtgebiets. Die Luft hier ist kühl, aber nicht kalt. Sie trägt die grüne Süße zerdrückter Wasserminze irgendwo zwischen dem Schilf und den feinen metallischen Hauch kühlen Wassers. Und etwas Trockenes, Stilles, von dem du nach einem Moment merkst, dass es der Geruch von Papier ist. Oder von papierähnlichen Dingen, das Schilf selbst, die Seerosenblätter, die gefalteten Wedel, die sich in langen, sorgsamen Falten übers Wasser neigen. Du schaust einen an, während du vorüberziehst. Ein Schilfhalm, größer als du, blassgrün, mit klaren Falten, die sich an seiner Länge entlangziehen, so wie ein Fächer Falten hat, so wie ein Papierkranich Falten hat. Dort, wo die Kante das letzte Tageslicht einfängt, leuchtet sie in einem weicheren Grün, fast silbern. Dort, wo sie sich abwendet, fällt sie in eine tiefe Schattenfarbe. Wenn der Kahn vorübergleitet, schwankt der Halm ganz leicht und die Falte flüstert, ein trockenes, papiernes Flüstern, der Klang zweier gefalteter Kanten, die aneinanderstreifen. Dieses Flüstern, so wird dir sehr leise bewusst, ist überall, ringsum. Jeder Halm, jedes Blatt, jedes gefaltete Ding. Sie bewegen sich so wenig in der Abendluft, dass du es nicht sähest, würdest du nicht hinschauen, und doch sprechen sie mit ihrer kleinen, trockenen Stimme. Das ganze Marschland flüstert, wie eine Bibliothek voller Seiten, die sich sehr langsam umblättern. Iren starrt den Kahn durch einen schmalen Kanal zwischen zwei Wänden aus diesen hohen, gefalteten Halmen. Das Wasser ist dunkel und glänzend, in der Farbe von starkem Tee, der über Münzen gegossen wurde. Hin und wieder öffnet sich eine Welle an der Oberfläche, ein kleiner Ring, der sich nach außen weitet, und du siehst nicht immer, was ihn verursacht hat. Vielleicht ein Fisch, ein Frosch, ein Tautropfen, der von einem hohen Wedel fällt. Der Stacken geht ins Wasser, der Stacken kommt heraus, der Stacken geht ins Wasser, der Stacken kommt heraus. Jedes Mal jenes leise, hölzerne Pochen an der Seite des Rumpfs. Ein Klang, so gleichmäßig, so ohne Eile, dass dein Atem, ohne dass du es bemerkst, beginnt, sich ihm anzupassen. Ein mit dem Heben des Stekens, aus mit dem Stoß. Iren spricht nicht. Sie ist die Art Mensch, die so viel ihres Lebens unter stillen Dingen verbracht hat, dass sie selbst still geworden ist, so wie ein Stein im Bach die Glätte des Wassers annimmt. Wenn sie doch einen Laut macht, ist es ein kleines Summen, tief in der Kehle, eine Melodie ohne klare Form, die Art Melodie, die Menschen summen, wenn sie zufrieden sind und nicht ans Summen denken. Sie summt jetzt, leise, während der Kahn durch den Kanal gleitet. Du spürst das Summen mehr, als du es hörst. Ein sanftes Vibrieren, das sich mit dem trockenen Flüstern des Schilfs und dem leisen Pochen des Stakens vermischt und Teil des Abendklangs des Feuchtgebiets wird. Der Kanal weitet sich. Du gleitest hinaus in ein breiteres Becken, in dem Seerosenblätter in Gruppen treiben, jedes in sauberen, sternförmig auseinanderstrahlenden Falten gekniffen, wie kleine offene Papiersterne, flach aufs Wasser gelegt. Manche tragen Blüten, weiß und für die Nacht fest zusammengefaltet, mit Blütenblättern, die aussehen, als wären sie zwischen Buchseiten gepresst worden und hätten sich ihre Form gemerkt. Manche sind ohne Blüten,
Alle ruhen ganz still. Eine Reihe kleiner Laternen ist an einer Linie aus Schilfbündeln am fernen Rand des Beckens aufgespannt. Und während du hinschaust, erwacht eine von ihnen. Nur ein sanftes gelbes Leuchten, kein Flackern, keine sichtbare Flamme, nur eine ruhige Wärme hinter einem Papierschirm. Dann erwacht eine weitere daneben. Dann noch eine. Eine nach der anderen. Die ganze Reihe entlang erwachen die Laternen. Und ihr Licht breitet sich über das Wasser aus. In langen, sanften Bändern aus Gold. Das Laternenlicht spiegelt sich in den stillen Kanälen. Jede Spiegelung ist verdoppelt, vollkommen, als hätte jemand die Welt entlang der Wasserlinie gefaltet und die beiden Hälften aufeinander gedrückt. Wenn du auf die Oberfläche schaust, kannst du für einen Moment nicht sagen, was die Laterne ist und was ihr Bild. Beides scheint gleich warm. Beides scheint gleich wirklich. Iren wendet den Kahn mit einem langsamen Neigen der Stange. Das Boot folgt mühelos. Du gleitest zwischen zwei Inseln aus Seerosenblättern hindurch und das Wasser teilt sich unter dir in zwei lange, dunkle, glänzende Locken und schließt sich dahinter wieder. Und es bleibt nur die leiseste Spur zurück. Aus dem Augenwinkel siehst du eine kleine Gestalt die Oberfläche durchbrechen. Und dann noch eine. Otter. 2 davon. Dann 3, die neben dem Kahn herschwimmen. Ihre dunklen Köpfe biegen sich mühelos durch das Wasser. Sie schauen dich an, neugierig, mit Augen, die das Laternenlicht einfangen und wie winzige nasse Perlen leuchten. Einer von ihnen hebt sich ein wenig, atmet einen sanften Hauch an der Wasserlinie aus, ein leises, beinahe menschliches Seufzen und sinkt wieder hinab. Ein anderer stupst sanft gegen die Seite des Kahns, so wie eine freundliche Katze gegen ein Bein stupst. Der Rumpf schaukelt, nur ein wenig. Iren lächelt, ohne hinunterzusehen. Sie kennt diese Otter schon lange. Sie folgen eine Weile. Dann lösen sie sich einer nach dem anderen ins Schilf, jeder mit einer kleinen Welle, und der Kahn gleitet weiter. Du sitzt ganz still und schaust, wie sich das Sumpfland um dich öffnet. Im schwindenden Licht ist die Welt zu einem Ort aus Schichten geworden. Das hohe Schilf in seinen blassen Falten, das sein trockenes Flüstern wiegt. Die flache Oberfläche des Wassers, die die Laternenspiegelungen wie Münzen hält. Der niedrige Nebel, der sich in Kniehöhe über den offenen Becken zu sammeln begonnen hat. Ein sanfter, gleichmäßiger Nebel, der weder steigt noch fällt, der einfach da ist, als hätte das Sumpfland ausgeatmet und vergessen, wieder einzuatmen. Der Nebel lässt die Laternen schweben. Er lässt die Schilfbetten schweben. Er lässt die Seerosenblätter aussehen, als ruhten sie auf Wolken. Du schwebst mit ihnen, auf dem Kahn, auf dem dunkel glänzenden Wasser, mit der flüsternden Papierlandschaft, die sich zu beiden Seiten erhebt, und dem warmen Gold der Laternen, das dich weiterführt. Nach einer langen, gemächlichen Weile lenkt Iren den Kahn auf die erste Plattform zu. Du siehst sie, bevor du sie erreichst. Einen kleinen hölzernen Kreis, der auf dem Wasser schwimmt, mit Tauen an die Stiele von 4 sehr großen Schilfhalmen verteut. Auf der Plattform steht ein niedriger Tisch und auf dem Tisch sitzt ein Tonkessel und neben dem Kessel ein kleiner Kohlebehälter, der in sanftem Orange glüht. Dampf steigt aus dem Kessel in langsamen, sich kringelnden Fäden. Ein gefaltetes Tuch hängt über die Tischkante und auf dem Tuch ruht eine Tasse, umgedreht, wartend. Das ist die Teestation. Iren bringt den Kahn mit einem letzten, behutsamen Stoß der Stange längsseits. Das Boot legt sich sanft an die Plattform.
und sie schlingt das Bugtau mit einer langsamen, geübten Bewegung um einen hölzernen Pflock und knüpft einen Knoten, dem du nicht folgen musst. Sie tritt auf die Plattform und du trittst ihr nach. Die Bretter sind warm unter deinen Füßen, leicht feucht, und sie duften nach Zeder und Bienenwachs. Ein feiner Faden Bergamotte erreicht dich aus dem Kessel und mischt sich mit der kühlen Sumpfluft. Dieser warme, sanfte Zitrusduft, der Duft von Tee, der lange gezogen ist, ohne bitter zu werden. Iren hebt den Kessel und gießt ein. Das Wasser kommt in einem langsamen, gleichmäßigen Strahl heraus und die Tasse füllt sich und der Dampf steigt in einer sanften kleinen Säule zwischen dir und ihr empor. Sie dreht die Tasse nur ein wenig und schiebt sie über den Tisch zu dir hinüber. Du nimmst die Tasse. Sie ist warm in deinen Händen. Du hältst sie einen Moment lang, lässt die Wärme in deine Finger ziehen und atmest den Bergamottedampf in der kühlen Sumpfluft ein. Die beiden Temperaturen treffen sich an deinem Gesicht. Kühl um die Wangen, warm an Kinn und Nase. Und du atmest sie gemeinsam ein und spürst, wie sich in dir etwas eine Stufe tiefer absenkt. Du nippst. Der Tee ist mild, leicht süß, mit jener Bergamottenote, die sich hindurchzieht. Und darunter ein sanfter Hauch von Honig und etwas wie getrockneter Apfel. Du nippst noch einmal. Du setzt die Tasse ab. Iren hat bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Sie hebt die schwere Tasche auf den Tisch und löst die beiden Lederriemen mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen. Im Inneren siehst du die Karten. Sie sind nicht ganz Papier. Es sind Quadrate aus weichem, feinem Leinen, bemalt mit zarten Strichen in Braun und Grün und Blau und in viele saubere Falten gefaltet, sodass jede Karte zu einem kleinen, flachen Päckchen geworden ist, etwa so groß wie eine Hand. Sie hebt eine heraus. Du kannst beinahe das kühle Gewicht einer gefalteten Karte in deiner Handfläche spüren. Das leichte, kühle Gewicht geschichteten Stoffes, dicht von Tinte, dicht vom Wissen um Kanäle und Strömungen. Sie legt die Karte auf den Tisch und beginnt, sie auseinanderzufalten. Sie tut dies sehr behutsam, eine Falte nach der anderen, und glättet jeden Knick mit der Seite ihres Daumens. Zuerst ist die Karte so groß wie eine Hand, dann so groß wie 2 Hände, dann so groß wie ein Tablett, dann noch größer, bis sie den kleinen Tisch fast vollständig bedeckt. Du beugst dich vor, um zu schauen. Die Karte zeigt diesen Teil des Sumpflandes. Du erkennst es, denn du siehst den kleinen gemalten Kreis der Teeplattform mit ihrem kleinen Kohlebehälter und ihrem kleinen Kessel, in blasser brauner Tinte gezeichnet. Darum herum breiten sich die Kanäle aus, in Linien aus blassem Blau. Um diese herum die Schilfbetten, gezeichnet in winzigen grünen Strichen, jeder Strich eine Falte blassgrünen Schilfs. Um diese wiederum die offenen Becken, gemalt in einem etwas dunkleren Blau, wo die Seerosen als winzige Sterne eingezeichnet sind. Und um all das herum, in zartestem Grau gezeichnet, die äußere Grenze des Feuchtgebietes, dort, wo die Weiden beginnen. Es ist eine wunderschöne Karte. Aber Iren schaut sie nicht so an, wie du sie anschaust. Sie schaut sie so an, wie jemand ein vertrautes Zimmer betrachtet und prüft, welcher Stuhl verrückt wurde. Sie zieht aus einer Innentasche ihres Mantels einen dünnen Weidengriffel hervor, ein schlankes Stück Holz, glatt poliert, nicht länger als ihre Hand. Sie benetzt die Spitze in einer kleinen Schale klaren Wassers, die neben den Kessel gestellt worden ist. Dann berührt sie mit dem Griffel sanft einen der gemalten Kanäle auf der Karte. Die Linie des Kanals verlöscht nicht. Sie wird nur ein wenig weicher. Die Tinte bewegt sich mit dem Wasser und Iren
führt sie sehr langsam mit der Spitze des Griffels, zeichnet den Kanal in eine leicht andere Form. Sie verändert den Kanal nicht. Sie lässt den Kanal ihr zeigen, wie er nun gezeichnet werden möchte. Sie zeichnet an einer Stelle eine neue Biegung. An einer anderen mildert sie einen alten Bogen. Sie lässt einen winzigen neuen Arm nach Osten hin aufgehen, dorthin, wo das Wasser daran gedacht hat, hinzufließen. Nichts davon ist dramatisch. Nichts davon ist groß. Das meiste würdest du nicht sehen, wenn du nicht genau hinschautest. Aber das Sumpfland hat sich um Haaresbreite verschoben, seit diese Karte zuletzt gefaltet wurde. Und die neue Karte wird es wissen. Du nippst an deinem Tee. Du schaust ihr bei der Arbeit zu. Der Weidengriffel bewegt sich in kleinen, gleichmäßigen Strichen, wie eine langsame Nadel. Das Laternenlicht aus der Reihe in der Ferne berührt das Leinen und gibt ihm einen leisen, warmen Schimmer. Der Kessel dampft. Der Bergamottenduft steigt und fällt in sanften Stößen. Irgendwo draußen im Schilf beginnt ein Frosch zu singen. Ein tiefer, behaglicher Ton, ein einzelner runder Klang, in langsamen Abständen wiederholt. Dann gesellt sich ein zweiter Frosch dazu, ein wenig höher. Dann noch einer, ein wenig tiefer. Innerhalb von Minuten ist da ein leiser, ferner Chor, weich und verwoben, wie das Summen eines kleinen Sängerkreises hinter einer geschlossenen Tür. Du hörst ihm nicht wirklich zu. Er hört sich selbst zu. Als Iren mit dem Nachziehen fertig ist, legt sie den Griffel ab. Sie lässt die Karte einen Moment ruhen, damit die feuchte Tinte sich setzen kann. Dann beginnt sie zu falten. Das ist der langsamste Teil. Sie fährt mit der Fingerspitze entlang der Linie, an der die neue Falte entstehen soll. Drückt das Leinen mit der Handkante und faltet. Glätten. Drücken. Falten. Glätten. Drücken. Falten. Jede Falte braucht ihre Zeit. Jede Faltung halbiert die Karte. Vom Tablett in die Hand. Von der Hand in die Handfläche. Von der Handfläche zum Päckchen. Wenn sie fertig ist, ist die Karte wieder klein, wieder ordentlich, wieder dicht und ein wenig anders als die, die sie herausgezogen hat. Sie steckt sie zurück in die Satteltasche, in ein anderes Fach als die übrigen, damit sie weiß, dass dies die neue ist. Sie hebt ihren Tee, nimmt einen langsamen Schluck und stellt ihn ab. Du trinkst den letzten Rest deines Tees. Sie leert den Kessel in ein kleines Becken, damit das Marschland sein Wasser zurückbekommt, und legt den kleinen Deckel auf das Kohlenbecken, damit die Glut ruhig schlafen kann. Dann steigt sie zurück in den Kahn und du folgst ihr und die Plattform entschwindet hinter euch. Und das Laternenlicht gleitet über dich hinweg und das trockene Flüstern des Papierrohrs nimmt dich wieder auf und der Kahn gleitet weiter. Die Stange taucht ein, die Stange taucht auf. Der Rumpf macht sein leises, dumpfes Tönen am Holz. Du sitzt da, die Hände im Schoß und lässt das Marschland sich weiter um dich herum anordnen. Der Nebel hat sich ein wenig verdichtet, aber nur ein wenig. Er hängt noch immer in Kniehöhe, weich wie ein Atemzug. Die Laternen werfen lange, warme Formen hindurch. Höfe, die sich mit dem Boot bewegen. Wenn du nach oben blickst, hat sich der Himmel in ein tiefes Blau-Violett verfärbt, mit den ersten kleinen Sternen. Und ein einzelnes feines Wolkenband in der Farbe einer Perle treibt nahe am Horizont. Du gleitest an einem großen Bett gefalteter Wedel vorbei, die sogar noch höher sind als das Schilf und sich in langen Bögen über das Wasser neigen. Jeder Wedel ist in 100 winzige Plissés gefaltet und die Plissés schimmern dort, wo das Laternenlicht sie berührt.
wie das Innere einer Muschel. Du gleitest an einem langsam treibenden Floß aus Seerosenblättern vorbei und auf einem davon sitzt ein kleiner Frosch vollkommen still. Seine Kehle bewegt sich im Takt des fernen Chors. Du gleitest an einem halb versunkenen Stamm vorbei, auf dem 2 Schildkröten ruhen, die Panzer trocken, die Augen geschlossen, die Füße sorgfältig untergezogen. Nichts in diesem Marschland hat es eilig. Nichts geht irgendwo hin, wo es nicht ohnehin schon größtenteils sein möchte. Nach einer Weile verengt sich der Kanal wieder und Iren steuert den Kahn auf die 2. Plattform zu. Du siehst sie durch das Schilf, bevor ihr sie erreicht. Eine kleine, redgedeckte Hütte auf einer breiteren Plattform mit niedrigem Dach und 3 offenen Seiten. Im Inneren der Hütte kannst du gerade eine hölzerne Bank ausmachen, ein aufgerolltes Seil und eine einzelne kleine Laterne. An einer der offenen Seiten steht, ganz still, ein Reiher. Hochgewachsen, grau, geduldig. Sein langer Schnabel ist sanft zum Wasser hingeneigt. Er dreht den Kopf nicht, als der Kahn sich nähert. Das ist die Reiher-Beobachtungshütte. Iren bringt den Kahn mit demselben mühelosen Stoß der Stange an die Plattform heran. Dieselbe Seilschlaufe, derselbe hölzerne Pflock, derselbe Knoten. Du trittst sehr leise auf die Plattform, um den Reiher nicht zu stören. Doch der Reiher lässt sich tatsächlich von gar nichts stören. Er kennt diese Hütte seit langem und er kennt Iren seit langem. Und er hat sogar auf seine langsame Reiherart beschlossen, auch dich zu kennen, im selben Moment, da du angekommen bist. Du setzt dich auf die Bank im Inneren der Hütte. Das Reh über dir riecht nach getrocknetem Gras, trocken und warm, wie ein Dachboden im Sommer. Die Bretter unter deinen Füßen halten noch immer die Wärme des Tages in ihrem Holz, auch wenn die Luft um dich herum kühler wird. Du spürst die Wärme an deinen Fußsohlen, die langsam nach oben wandert. Iren stellt die Satteltasche neben dir auf die Bank und öffnet sie wieder. Sie zieht eine weitere gefaltete Karte heraus. Diese ist etwas kleiner, mit einem leicht anderen Faltmuster. Sie entfaltet sie auf einem kleinen schrägen Brett, das eigens zu diesem Zweck in die Hütte eingebaut wurde. Falte öffnet sich, Zufalte öffnet sich, Zufalte öffnet sich, Zufalte. Die Karte dieses Ortes. Die Reiher-Beobachtungshütte in der Mitte. Die schmalen Kanäle, die hinein und hinausführen. Die flachen Wasserstellen, an denen der Reiher gern steht. Die noch flacheren Stellen, an denen die kleinen Fische gern schwimmen. Alles gezeichnet in denselben sanften Braun, Grün und Blautönen. Der Reiher seinerseits hat begonnen, sich zu bewegen. Nicht schnell, nicht ungeduldig. Nur ein langsames Heben eines langen Beins, das er in der Luft hält. Und dann ein langsames, bedachtes Aufsetzen des Fußes, Zeh für Zeh, in das seichte Wasser. Dann eine lange Pause. Dann das andere Bein, langsam. Dann eine weitere lange Pause. So wandert der Reiher. Ein Fuß, eine Pause. Noch ein Fuß. Noch eine Pause. Du beobachtest ihn beim Gehen und du merkst, dass dein Atem sich noch weiter verlangsamt hat, im Takt seiner Schritte. Du atmest ein, wenn er ein Bein hebt. Du atmest aus, wenn er das Bein wieder absetzt. Draußen im Marschland geht der Froschchor weiter. Ein tiefer Ton, ein höherer Ton, ein tieferer Ton, ein runder, weicher Chor, wie Regen, der irgendwo in der Ferne fällt. Iren befeuchtet den weiten Griffel und zeichnet die Kanäle auf dieser neuen Karte nach. Eine kleine Biegung, gemildert. Ein kleiner Arm, geöffnet. Eine winzige Untiefe, ein wenig breiter neu gezeichnet.
weil der Reiher es so bevorzugt. Du wusstest nicht, dass die Karten solche Dinge festhalten können, aber sie können es. Die Karten halten alles fest, was das Marschland entschieden hat. Auch jene Teile, die das Marschland sehr leise entschieden hat. Du sitzt auf der Bank, während die Wärme noch immer durch deine Füße aufsteigt. Und du schaust dem Griffel beim Wandern zu. Du schaust dem Reiher beim Gehen zu. Du schaust dem Laternenlicht zu, das ganz sanft auf der Wasseroberfläche gleich hinter der Hütte flackert. Als Iren mit ihrem Nachzeichnen fertig ist, lässt sie die Karte ruhen. Sie gibt ihr die Zeit, die sie braucht. Sie faltet sie nicht in dem Moment zusammen, in dem sie trocken ist. Sie lässt sie liegen und atmen und mit ihrer neuen Form vertraut werden. Während die Karte ruht, tritt sie aus der Hütte an den Rand der Plattform und greift mit einem langstieligen Netz ins Wasser. Sie hebt ein kleines, schwimmendes Bündel Wasserminzeblätter heraus, dunkelgrün und knackig. Sie zerdrückt ein einzelnes Blatt zwischen den Fingern und die grüne Süße der zerdrückten Wasserminze steigt in die Luft auf, scharf und klar und hell, und du spürst, wie sie etwas hinter deinen Augen öffnet. Eine sanfte, ruhige Klarheit, die Art von Klarheit, die nichts Dringendes zu sagen hat. Sie legt das Bündel ins Innere der Hütte, auf das kleine Brett, damit es die Luft beduftet, während sie arbeitet. Dann kehrt sie zur Karte zurück und beginnt, sie wieder zu falten. Vom Tablett in die Hand, von der Hand in die Handfläche, von der Handfläche zum Päckchen. Falte, umfalte, umfalte. Der Reiher im flachen Wasser hat einen kleinen Fisch gefangen, ohne dass du es bemerkt hättest. Er legt den Kopf zurück, schluckt und wird wieder still, als wäre nichts geschehen. Als wäre das Einzige, was er je in seinem Leben getan hat, ruhig dazustehen und zu schauen. Als die Karte gefaltet ist, schiebt Iren sie behutsam zurück in die Tasche. Sie schließt die Schnalle. Sie nickt dem Reiher zu, ganz leicht, und der Reiher nickt auf seine langsame Art zurück. Ein einzelnes Senken des langen Schnabels, eine sanfte Bestätigung, die Art von Gruß zwischen zwei Wesen, die seit langem zum selben Ort gehören. Iren steigt zurück in den Kahn. Du folgst, langsamer, weil ein Teil von dir für immer auf den warmen Planken bleiben und den Fröschen lauschen möchte. Du setzt dich wieder auf die gepolsterte Bank. Du spürst, wie das Wasser unter dem Boot schaukelt, als dein Gewicht es trifft. Der Kahn gleitet von der Hütte fort. Die Hütte wird kleiner im Laternenschein hinter dir. Der Reiher bleibt genau dort, wo er war, und betrachtet das Wasser mit seiner geduldigen grauen Geduld. Du gleitest weiter durch das Marschland. Der Nebel ist nun dichter. Er sammelt sich in den offenen Rinnen, weich und weiß, und teilt sich nur, wenn der Kahn hindurchgleitet. Wenn du über den Rand hinunterblickst, scheint das Boot auf Wolke zu schweben, nicht auf Wasser. Die Stange verschwindet auf halber Länge im Nebel und taucht nass und dunkel wieder auf, wenn Iren sie erneut hebt. Das trockene Flüstern der Papierschilfe, das sanfte Klopfen der Stange am Rumpf, der tiefe Chor der Frösche, das langsame Ausatmen der Otter irgendwo im Dunkel, links von dir. All das verwebt sich zu einem einzigen weichen Stoff aus Klang. Und du lehnst dich zurück, legst den Kopf an die Rundung des Bootsrandes und lässt dich hören, ohne zuzuhören. Iren summt tief in der Kehle. Lange Zeit reist du so. Oder vielleicht auch nicht lange. Im Marschland verhält sich die Zeit nicht so, wie sie es sonst tut. Sie sammelt sich und biegt sich. Sie faltet sich. Sie weitet sich zu langen, flachen Flächen und verengt sich dann wieder zu einer dünnen, langsamen Rinne.
Du hörst auf, sie zu messen. Stattdessen bemerkst du die kleinen Dinge, wie ein einzelner Tautropfen, der an der Spitze eines gefalteten Schilfhalms hängt, ein winziges, vollkommenes Spiegelbild einer Laterne trägt, wie ein langbeiniges Insekt über die Wasseroberfläche schlittert, 4 winzige Ringe hinter sich lässt und dann unter einem Seerosenblatt verschwindet, wie die Otter, wenn sie neben dem Kahn zurückkehren, in einer langsamen, trägen Reihe schwimmen, zu dritt nebeneinander, und einer von ihnen sich auf den Rücken rollt, die Pfoten über der Brust gefaltet, die Augen halb geschlossen, wie ein Stück Nebel tief über den Bug zieht, sich um die Tasche teilt und seinen Weg fortsetzt, als hätte die Tasche es ihm erlaubt. Nach einer Weile beginnt Iren auf die 3. Plattform zuzusteuern. Du erkennst sie als weiche Silhouette durch den Nebel. Ein hoher, hölzerner Rahmen, der auf einer breiteren Plattform steht, mit waagerechten Stäben über die Höhe verteilt, wie Sprossen einer Leiter. Auf jeder Sprosse sind Papierlilien flach zum Trocknen ausgelegt. Dutzende davon, alle in verschiedenen Stadien der Pressung. Manche noch leicht feucht, blass und durchscheinend. Manche fast fertig, knusprig und blassgoldfarben mit braunen Adern wie zarte Handschrift. Das ist der Trockenrahmen. Iren bringt den Kahn heran. Derselbe leichte Stoß der Stange, dieselbe Schlinge des Seils, derselbe hölzerne Pflock, derselbe Knoten. Du trittst auf die Plattform. Hier riecht die Luft am stärksten nach Papier, nach gepressten Lilienblättern, nach dem leisen, grünen Hauch des Wassers, aus dem sie stammen. Darunter nimmst du noch das Bergamott an deinen Händen wahr, wo du die Tasse gehalten hast, und das helle Grün der zerstoßenen Wasserminze und das warme Bienenwachs der Tasche. Du gehst langsam am Trockenrahmen entlang und schaust dir die Lilien an. Jede einzelne wurde mit großer Sorgfalt arrangiert, flach zwischen 2 dünnen Zedernholzleisten gepresst, dann gelöst und auf den offenen Sprossen zum Fertigtrocknen ausgelegt. Jede hat einen Hauch ihrer gefalteten Form bewahrt, auch wenn sie sich geglättet hat. Kleine Geisterfalten, die über die Blütenblätter laufen, wie die Erinnerung daran, wie sie gewachsen ist. Iren muss hier zunächst keine Karte falten. Sie schreitet den Rahmen ab, prüft jede Lilie, hebt eine oder 2 mit dem Handrücken an, um zu fühlen, ob sie bereit sind. Wenn sie eine findet, die ganz trocken ist, hebt sie mit einem sanften Griff der Finger herab und lässt sie in eine dünne Holzschachtel unter dem Rahmen gleiten. Wenn sie eine findet, die noch mehr Zeit braucht, lässt sie, wo sie ist, und nickt ihr leicht zu, als Versprechen, würde sie ihr eine längere Ruhe. Du siehst ihr zu, wie sie sich von Sprosse zu Sprosse bewegt. Du hörst sie summen, nur ein wenig. Du hörst das trockene Flüstern der Papierlilien in der Nachtluft, den Vetter des Flüsterns der Schilfe, etwas höher, etwas knackiger, aber immer noch dieser gleiche weiche, geduldige Klang. Dann kehrt sie zur Tasche zurück. Sie öffnet sie wieder. Sie hebt die letzte Karte heraus. Diese ist die größte. Wenn sie entfaltet, Falte um Falte, bedeckt sie die gesamte Oberseite des Arbeitsbretts am Trockenrahmen und noch ein wenig mehr. Darauf ist die gesamte Ausdehnung des Feuchtlands gezeichnet, die sie pflegt. Alle 3 Plattformen, alle Kanäle dazwischen, alle Schilfbänke und Lilienteiche und flachen Untiefen, alle geduldigen Orte, an denen die Dinge lange Zeit stillstehen. Sie befeuchtet den Stift. Sie beugt sich über die Karte. Bei dieser ist sie noch sorgfältiger. Sie zeichnet sehr langsam die neue Form des größeren Bildes nach,
Sie mildert die große Biegung eines Kanals, der sich seit Jahren begradigt. Sie fügt einen winzigen neuen Teich hinzu, der dort entstanden ist, wo die Otter geruht haben. Sie markiert mit einem sanften grünen Strich die etwas breitere Untiefe, die der Reiher bevorzugt. Sie lässt den Stift entlang der Ränder gleiten, wo Weidenschatten auf das offene Wasser fällt, und lässt das Grau dieser Grenze ein wenig atmen, dort, wo es begonnen hat zu atmen. Sie erzählt der Karte gewissermaßen die Geschichte der neuen Gestalt des Marschlands. Das Marschland hat ihr diese Geschichte den ganzen Abend erzählt, in kleinen Flüstertönen, in kleinen Stößen, in kleinen Biegungen. Nun lernt auch die Karte sie. Für diesen Teil setzt du dich auf einen niedrigen Zedernholzhocker am Rand der Plattform. Du lässt deine Hände auf deinen Knien ruhen. Du lässt deine Schultern sinken. Du lässt deinen Kiefer wieder entspannen, so wie du ihn am Anfang entspannt hast. Die Laternen draußen über dem Marschland sind inzwischen alle erwacht. Wenn du vom Hocker aufblickst, siehst du sie sich in die Ferne erstrecken, in langen, stillen Linien, jede ein kleiner, warmer Stern, der sich exakt im stillen Wasser darunter spiegelt. Das Marschland ist zu einer langsamen Sternenkonstellation geworden. Die Laternen oben, die Laternen unten, die bleichen, gefalteten Schilfe dazwischen. Der Nebel zieht, die Frösche singen, die Otter atmen irgendwo außer Sicht aus. Der Stift flüstert über das Leinen. Als Iren fertig ist, lässt sie die Karte lange ruhen. Sie tritt zurück. Sie sieht sie nicht an. Sie lässt sie durch ihr Zurücktreten wissen, dass sie ihr vertraut, sich in ihr neues Selbst einzufinden. Während die Karte ruht, geht sie langsam noch einmal um den Trockenrahmen herum. Sie hebt ein paar weitere getrocknete Lilien in die Holzkiste. Eine richtet sie ein wenig gerader. Von einer anderen streicht sie ein kleines Pollenkörnchen ab. Das sind keine Arbeiten, die sie tun muss. Es sind die kleinen Freundlichkeiten, die sie dem Marschland gern schenkt, während sie wartet. Sie kehrt zur Karte zurück. Sie beginnt das letzte Zusammenfalten. Dieses dauert am längsten. Die Karte ist die größte. Es gibt viele Knicke zu finden. Sie arbeitet in geduldiger Stille, glättet das Leinen mit der Handkante, drückt jede Falte scharf genug, dass sie hält, und doch weich genug, dass sie sich wieder öffnen lässt. Tablett zu halbem Tablett, halbes Tablett zu Viertel, Viertel zu einem kleinen flachen Quadrat, Quadrat zu einem kleineren Quadrat, noch kleiner, bis das ganze Feuchtland zu einem Päckchen zusammengelegt ist, das kühl und schwer in ihrer Handfläche liegt. Sie hält es einen Moment dort. Sie lässt es dich sehen. Du fühlst, allein vom Hinsehen, das kühle Gewicht einer gefalteten Karte in der Handfläche. Du fühlst die weiche Dichte all dieser Schichten. Du fühlst das Marschland, aufgesammelt, vereinfacht, klein genug gemacht, um getragen zu werden. Sie schiebt es in die Umhängetasche. Sie schließt die Schnalle. Die Arbeit ist getan. Sie wendet sich dem Trockenrahmen zu und nimmt eine einzelne fertige Lilie herab. Eine der trockenen, hellgoldenen, mit braunen Adern, wie zarte Handschrift. Sie reicht sie dir, behutsam, zwischen zwei Fingern. Du nimmst sie. Sie ist beinahe schwerelos. Sie ist trocken und spröde und warm. Du kannst auf ihrer Oberfläche jede Geisterspur eines Knicks fühlen, wo sie sich daran erinnert, gefaltet gewesen zu sein. Du hältst sie einen Augenblick in der Hand und dann steckst du sie vorsichtig in die Brusttasche deines Mantels, wo sie mit dir nach Hause reisen wird. Ein kleines Stück des Marschlands, das mitkommt, wohin du auch gehst. Iren steigt zurück in den Kahn. Du folgst.
Du setzt dich wieder auf die gepolsterte Bank. Die Umhängetasche wird zwischen euch abgestellt und sie fühlt sich nun anders an, voller, auf eine stille Weise, als hätten alle 3 Karten während der Reise miteinander gesprochen. Der Kahn gleitet vom Trockenrahmen fort. Der Rahmen verschwindet hinter dir im Nebel. Das blasse Gold der Lilien wird sanft und fern. Das trockene Flüstern ihrer Blütenblätter wird leiser. Das Laternenlicht umhüllt dich wieder. Das langsame Eintauchen der Stange beginnt erneut. Hinein, heraus, hinein, heraus. Für die Heimreise lenkt Iren nicht denselben Weg zurück, den ihr gekommen seid. Sie nimmt einen leicht anderen Pfad, denn das Marschland hat sich neu geordnet und ihr einen sanfteren Weg angeboten. Du gleitest durch einen niedrigen, breiten Kanal, den du zuvor nicht passiert hast. Das Schilf ist hier kürzer und steht in Büscheln, wie kleine gefaltete Kronen. Das Wasser ist hier blasser, fast silbern, dort, wo sich die Laternen spiegeln. Der Nebel liegt hier tiefer, streift die Oberfläche, teilt sich vor dem Boot in langen, weichen Schwaden. Ein Otterpaar gesellt sich wieder zum Kahn. Vielleicht dieselben, vielleicht andere. Es spielt keine Rolle. Sie schwimmen eine Weile nebenher, leicht und still, und einer von ihnen rollt sich auf den Rücken und legt die kleinen Pfoten auf die Brust, paddelt sanft mit dem Schwanz. Du hörst ihn ausatmen, ein langes, weiches Seufzen, und das Seufzen scheint deinen eigenen Atem mit hinauszutragen, hinaus über das dunkle, glänzende Wasser. Die Frösche setzen ihren Chor fort. Tiefere Töne, höhere Töne, ein runder, weicher Klang, der wie eine Decke über das Boot zieht. Iren summt, wenn du spürst, wie du jetzt sehr schwer wirst, auf eine wohlige Weise. Deine Hände sind schwer in deinem Schoß, deine Schultern sind schwer, dein Kopf ist schwer gegen die Rundung des Kahnrands. Deine Augenlider, falls sie überhaupt je woanders waren als geschlossen, sind schwer. Das Marschland lässt sich weiter Zeit. Du fährst weiter mit ihm. Der Kahn gleitet durch ein langes, offenes Becken. Und während du es überquerst, bemerkst du, dass sich alle Seerosenblätter ganz leicht auf ihren Stielen gedreht haben. Sie haben sich neu geordnet. Sie haben ihre Nachtanordnung eingenommen. Das ganze Marschland, erkennst du, hat dies getan, während du gereist bist. Die Kanäle haben sich verschoben. Das Schilf hat sich geneigt. Die Tümpel sind weicher geworden. Der Nebel hat sich ausgebreitet wie eine langsame, gleichmäßige Steppdecke. Die Karte in Irens Tasche weiß es. Die Karte ist passend gefaltet worden. Alles ist in Übereinstimmung. Du treibst weiter. Das Laternenlicht wird sanfter. Einige der ferneren Laternen haben angefangen, sich ein wenig zu dämpfen, so wie Laternen es tun, wenn die Nacht sich gesetzt hat und sie nicht länger gebraucht werden, um die Dämmerung zu erhellen, sondern nur noch, um die Kanäle zu markieren. Das schwächere Licht lässt das Wasser tiefer wirken. Der Nebel lässt das Wasser freundlicher wirken. Die Frösche lassen das Wasser nahklingen. Iren starkt langsam. Hinein, heraus, hinein, heraus. Du lässt das trockene Flüstern des Schilfs dich tragen. Du lässt das sanfte Eintauchen der Stange dich tragen. Du lässt die warme Erinnerung an Bergamotte dich tragen. Du lässt die grüne Süße der zerdrückten Wasserminze dich tragen. Du lässt das kühle Gewicht der gefalteten Karte dich tragen. Du lässt das weiche Ausatmen der Otter dich tragen. Du fährst nicht ganz und gar nach Hause in dem Kahn. Du wirst getragen, behutsam, auf etwas zu, das stiller ist als ein Zuhause.
Der Kanal wird schmaler. Das Schilf neigt sich näher. Die Laternen blinzeln, eine nach der anderen, langsamer und weicher. Der Nebel steigt nur ein wenig, sanft wie Atem an deiner Wange. Irens Stange schleift jetzt im Wasser, schiebt nicht mehr, lenkt nur. Der Kahn hat seine eigene langsame Strömung gefunden und bewegt sich mit ihr. Es gibt keinen Laut, außer einem langen, leisen Flüstern des Papyrusschilfs, einem langen, leisen Chor der Frösche und einem langen, leisen Atem, der das Marschland sein mag und der du sein magst. Du spürst, wie du sanft in die Kissen sinkst. Du spürst, wie das Boot sanft ins Wasser sinkt. Du spürst, wie das Wasser sanft in den Nebel sinkt. Du spürst, wie der Nebel sanft ins Dunkel sinkt. Alles sinkt. Nichts fällt. Es ist das langsame Sich-Setzen von Dingen, die ihr Tagwerk getan haben und bereit sind für die Nacht. Die Laternen sind jetzt sehr weich. Blasses Gold, selbst halb schlafend. Das Schilf ist sehr still. Sein trockenes Flüstern ist mehr Erinnerung als Klang. Die Frösche sind sehr fern. Ihr Chor ist mehr Trost als Musik. Die Stange berührt den Rumpf nicht mehr. Sie ruht daneben, schleift mit. Iren summt so leise, dass du es kaum hörst. Dann summt sie nicht mehr. Sie atmet einfach. Hinein, heraus, hinein, heraus. Du lässt deine Hände ruhen. Du lässt deine Schultern ruhen. Du lässt deinen Kiefer ruhen. Du lässt deine Augen ruhen. Du lässt deine Gedanken, falls sich noch welche bewegen, hinab ins dunkle, glänzende Wasser treiben und zu kleinen, langsamen Kreisen werden, denen niemand folgen muss. Der Kahn treibt. Das Marschland hält dich. Die Laternen sind freundlich. Der Nebel ist freundlich. Das Schilf ist freundlich. Das Wasser ist freundlich. Der Schlaf ist da. Du musst auf keinen Anleger treten. Du musst dich nicht erinnern, wie du zurückkommst. Du musst nichts falten. Du musst nichts tragen. Du darfst auf dem langsamen Boot bleiben. Du darfst im Nebel bleiben. Du darfst im weichen, goldenen Licht bleiben. Das Marschland hat sich in seine stillere Geometrie neu geordnet. Die Karten sind gefaltet worden. Die Arbeit ist getan. Iren ist hier. Die Otter sind hier. Der Reiher, weit hinter uns, ist hier. Die Laternen sind hier. Das Schilf ist hier. Du bist hier. Treibe, treibe, treibe. Schlaf gut. Der Kahn bewegt sich, ohne sich zu bewegen. Oder vielleicht ist es das Marschland, das sich bewegt. Und der Kahn, der ruht. Es ist schwer zu sagen. Und es muss auch nicht gesagt werden. Irgendwo voraus weitet sich das Wasser. Du spürst es eher, als dass du es siehst. Das Schilf wird dünner. Der Nebel wird weicher. Die Laternen werden weniger und stehen weiter auseinander. Und weil sie weniger sind, sind sie noch sanfter. Du bemerkst, ohne hinzusehen, dass die Luft ein wenig kühler geworden ist. Nicht kalt, nur die sanfte Kühle eines späten Abends über stillem Wasser. Die Art von Kühle, die nach einer Decke verlangt und eine bekommt. Eine Decke ist über dich gelegt worden. Du erinnerst dich nicht daran, dass Iren sie hochgezogen hätte. Aber sie ist da, weich, leicht schwer, mit einem schwachen Duft nach Zeder und trockenem Schilf. Zeder, Schilf, Laternenöl, kühles Wasser. Das sind die 4 kleinen Düfte des Marschlandes bei Nacht. Und sie haben sich um dich gelegt, wie ein Kreis geduldiger Freunde. Die Decke hat die Farbe von Moos. Du weißt das, ohne die Augen zu öffnen. Du weißt es so, wie du die Form deiner eigenen Hand im Dunkeln kennst. Irens Atem ist langsam. Ein, aus. Du passt dich ihm an, ohne es zu wollen. Dein Atem findet Iren. Ihrer findet den Atem des Marschlandes. Das Marschland atmet mit dem Nebel. Der Nebel
atmet mit der Dunkelheit. Alles atmet zusammen, leise, so wie ein Haus atmet, wenn alle seine Lampen niedrig brennen. Du denkst aus weiter Ferne an die kleine Lampe neben deinem Bett. Du denkst daran, wie sich das Licht an der Decke sammelt. Du denkst an die Weichheit deines Kissens. Diese Gedanken ziehen dich nirgendwo hin. Sie legen sich einfach neben dich, wie Katzen, die sich nahe an einem warmen Ofen niederlassen. Der Kahn treibt an einem niedrigen Holzpfahl vorbei, der sich leicht zur Seite neigt. Auf dem Pfahl sitzt eine kleine Tonschale. In der Schale brennt ein einzelner schwimmender Docht mit einer Flamme, nicht größer als ein Reiskorn. Es ist das kleinste Licht im Marschland. Es markiert nichts Bestimmtes. Es brennt einfach, geduldig, weil jemand es vor langer Zeit dorthin gestellt hat und jemand seither dafür gesorgt hat, dass es nicht erlischt. Du siehst ihm nach, ohne den Kopf zu drehen. Es glüht. Es verblasst. Es ist hinter dir verschwunden. Ein weiterer Pfahl erscheint. Eine weitere Schale. Ein weiteres Lichtkorn. Und noch eins. Das Marschland hat einen langen, stillen Weg dieser winzigen Flammen. Und der Kahn geht ihn langsam ab, so wie man nachts einen Flur entlang geht, wenn der Rest des Hauses schläft. Du spürst, wie dein Körper weicher wird. Deine Hände sind warm unter der Decke. Deine Füße sind warm unter der Decke. Deine Brust hebt sich sanft und senkt sich noch sanfter. Ihren, am hinteren Ende des Bootes, legt die Stange ganz ab. Sie ruht entlang der inneren Bordwand, mit Wassertropfen besetzt. Ihren faltet die Hände in ihrem Schoß. Sie lenkt nicht mehr. Sie begleitet nur noch. Der Kahn kennt den Weg. Oder es gibt keinen Weg. Und auch das weiß der Kahn. Ein kleiner Otter schwimmt einen weiten, leisen Kreis um das Boot. Du siehst seine Spur durch halb geschlossene Lider, einen niedrigen silbernen Faden, gezogen auf das dunkle Wasser. Er klettert nicht an Bord. Er spritzt nicht. Er kreist nur einmal und ist dann fort. Ein Segen aus Ottern, denkst du. Ein kleiner, dir im Vorübergehen geschenkt. Der Nebel treibt in langsamen Formen. Eine Form sieht aus wie ein schlafendes Tier. Eine Form sieht aus wie ein sanfter Hügel. Eine Form sieht aus wie eine halb gefaltete Decke. Du studierst sie nicht. Sie sind einfach Formen. Sie werden zu anderen Formen werden und du wirst es nicht bemerken. Weit entfernt erklingt eine einzelne Glocke. Nicht die Glocken des Dorfes, nicht die Glocken irgendeines Tempels. Nur eine kleine Glocke an einem Pfahl irgendwo draußen zwischen dem Schilf, angetippt von einem vorbeiziehenden Hauch Luft. Ein einzelnes Tingen, dann Stille, dann, nach langer Zeit, ein weiteres Tingen, dann wieder Stille. Die Glocke hält eine Art Zeit, die nichts mit Stunden zu tun hat. Du spürst, wie die Zeit sich noch ein wenig löst. Minuten, falls es noch Minuten gibt, sind sehr lang und sehr weich. Sie lehnen aneinander wie Garben getrockneten Grases in einer Scheune. Du erinnerst dich, dunkel, dass du vorhin einen Weg gegangen bist. Du erinnerst dich an ein hölzernes Tor. Du erinnerst dich an einen Stein, warm von der Sonne. Du erinnerst dich an einen Becher mit etwas Blassem und Duftendem. Du erinnerst dich an eine Hand, die dir ein gefaltetes Tuch reichte. Diese Erinnerungen sind keine Ereignisse mehr. Sie sind Beschaffenheiten. Warmer Stein, gefaltetes Tuch, blasser, duftender Becher, hölzernes Tor. Sie legen sich in dich wie kleine, glatte Kiesel in eine Tasche. Du musst sie nicht herausnehmen und ansehen. Sie sind einfach bei dir. Der Kahn gleitet in einen weiteren Streifen offenen Wassers.
Das Schilf weicht zu beiden Seiten zurück. Der Nebel wird dünner, nur ein wenig. Über dir, sehr hoch, sind ein paar Sterne zu sehen, weiche Nadelstiche hinter einem Schleier. Du zählst sie nicht. Zählen wäre zu viel Arbeit. Du bemerkst nur, dass sie da sind und dass sie freundlich sind auf die Weise, wie ferne Lichter immer freundlich sind. Ein Stern. Noch ein Stern. Ein schwacher Schimmer aus Sternen wie Zucker, der über Stoff verschüttet wurde. Du lässt deinen Blick unscharf werden. Die Sterne verschwimmen. Die Laternen verschwimmen. Die kleinen Flammenkörner auf ihren Pfählen verschwimmen. Alles wird zu einem weichen, warmen Feld aus Licht, gehalten in einem weichen, dunklen Feld aus Nacht, gehalten im weichen, langsamen Treiben des Kahns. Iren sagt etwas, oder vielleicht summt sie es nur. Das klingt wie gut, oder wie genug, oder wie Ruhe. Du kannst nicht sagen, welches. Es ist nicht wichtig, welches. Die Decke ist warm. Das Boot liegt ruhig. Die Nacht ist freundlich. Du spürst, wie irgendwo nahe deinen Mundwinkeln ein kleines Lächeln beginnt. Es muss nicht zu einem ganzen Lächeln werden. Es genügt, dass es begonnen hat. Der Kahn treibt unter einem niedrigen Bogen aus geflochtenem Schilf hindurch. Du spürst, wie sich die Luft kurz verändert. Enger, weicher, duftend nach trockenen Halmen. Dann bist du hindurch und das offene Wasser ist wieder um dich. Hinter dem Bogen liegt eine kleine schwimmende Plattform, nicht größer als ein Tisch. Auf der Plattform eine einzelne Laterne. Neben der Laterne ein zusammengelegter Tauring, ordentlich wie eine schlafende Katze. Neben dem Tau nichts, nur die glatten, dunklen Planken und das kleine, geduldige Licht. Du treibst vorbei. Die Plattform bleibt zurück. Du wirst sie nicht brauchen. Iren wird sie nicht brauchen. Sie ist einfach da, in gutem Zustand gehalten, von jemandem, der daran glaubt, kleine Dinge in gutem Zustand zu halten. Das Marschland ist voll solcher gepflegten Dinge. Kleine Pfähle, kleine Schalen, kleine Glocken, kleine Plattformen, zusammengelegte Taue, gefüllte Dochte. Das Marschland ist ein Ort, an dem immer jemand still pflegt. Du denkst an die Hände, die pflegen. Du siehst keine Gesichter, nur Hände, ruhig, langsam, geschickt. Hände, die Tuch falten. Hände, die Schalen füllen. Hände, die Tau aufrollen. Hände, die Dochte stutzen. Diese Hände sind freundlich zu dir, obwohl sie dich nicht kennen und du sie nicht kennst. So ist es an wohlgepflegten Orten. Du fühlst dich umsorgt. Du spürst die Decke, umsorgt. Du spürst das Boot, umsorgt. Du spürst das Wasser unter dem Boot, umsorgt. Du spürst die Laternen, umsorgt. Du spürst den Pfad aus kleinen Flammen, umsorgt. All das ist vorbereitet worden, lange bevor du angekommen bist, von Händen, die keinen Dank brauchen. Aber du dankst dennoch, irgendwo still in dir. Ein kleines, weiches Danke. Nicht lauter als ein Atemzug. Danke für das Boot. Danke für die Decke. Danke für die Laternen. Danke für das Schilf. Danke für das Wasser. Danke für den Nebel. Danke für die Dunkelheit. Danke für Iren, die summt und dann nicht mehr summt, die stackt und dann nicht mehr stackt, die einfach hinten im Kahn sitzt und dich in den Schlaf begleitet. Der Dank legt sich. Er muss nicht gehört werden. Es genügt, dass er gegeben wurde. Der Kahn treibt weiter. Du bemerkst, ganz schwach, dass die Laternen um dich her dunkler werden. Sie gehen nicht aus, sie sinken nur, als ob jemand weit fort ein kleines weiches Rad langsam dreht. Und das Rad dreht das Licht herunter. Das Gold wird zu Bernstein. Der Bernstein wird zu tiefer, warmer Glut. Die Glut wird zur Farbe eines abgedeckten Herdfeuers,
am Ende eines langen, guten Tages. Das Moor geht um dich her schlafen. Oder vielleicht hat es immer geschlafen und du gesellst dich erst jetzt dazu. So oder so, du bist hier willkommen. Die Frösche sind jetzt still. Selbst die Fernen haben ihr Lied zusammengelegt. Das Schilf ist still. Die Glocken sind still. Das Wasser ist still, glatt wie ein dunkler Teller. Nur der langsame Atem bleibt. Ein, aus, ein, aus. Ihrens Atem, dein Atem, der Atem des Moores. Ein Atem eigentlich. Geteilt, lang, weich. Du spürst, wie dein Körper ein kleines Stück tiefer in die Kissen sinkt. Du spürst, wie deine Schultern sich weiter entflechten. Du spürst deine Hände, deine Handgelenke, deine Ellbogen, deine Arme. Alle lang, alle locker, alle schwer auf die gute Weise. Du spürst, wie deine Beine länger werden. Du spürst, wie deine Hüften sich setzen. Du spürst, wie der untere Rücken den Ort findet, an dem er am liebsten ruht. Du spürst, wie dein Nacken weich wird. Du spürst, wie dein Kiefer weich wird. Du spürst, wie deine Zunge ruht, hinter den Zähnen, wie ein kleines, schlafendes Wesen, eingerollt in seinem Bau. Du spürst deine Augenlider, ohnehin schon tief, noch tiefer werden. Du spürst die weiche, warme Dunkelheit hinter ihnen. Du spürst, wie leicht es wäre, sie genau dort zu lassen, wo sie sind. Also lässt du sie. Das Moor nimmt deine geschlossenen Augen an. Es verlangt nicht, dass du es siehst. Es genügt, von ihm getragen zu werden. Ein letzter kleiner Lufthauch streift deine Wange. Er riecht nach Zeder, nach Schilf, nach Laternenöl, nach kühlem Wasser. Die 4 kleinen Düfte des nächtlichen Moores, zu einem weichen Gruß gesammelt und dann fort. Der Kahn treibt, die Decke wärmt, die Laternen sinken, die Glocken ruhen auf ihren Pfählen, die Sterne stehen still, der Nebel legt sich sanft um das Boot. Du wirst getragen ohne Mühe, du wirst getragen ohne Frage, du wirst getragen ohne wissen zu müssen, wohin. Das Ziel ist kein Ort, das Ziel ist dieses Treiben, dieses Atmen, diese weiche, warme Dunkelheit mit kleinen, freundlichen Lichtern an ihren Rändern. Es bleibt nichts zu tun, es bleibt nichts zu erinnern, es bleibt nichts zu falten, zu tragen oder zu umsorgen. Das Umsorgen ist getan, das Falten ist getan, das Tragen ist getan. Jetzt bist du an der Reihe, umsorgt zu werden. Jetzt bist du an der Reihe, in die weiche Decke der Dunkelheit gefaltet zu werden. Jetzt bist du an der Reihe, vom langsamen, geduldigen Kahn des Schlafes getragen zu werden. Du lässt dich umsorgen, du lässt dich falten, du lässt dich tragen. Ihren, hinten im Kahn, ist jetzt kaum mehr als eine Gestalt. Eine sanfte Silhouette vor dem matten Gold einer letzten Laterne. Ihre Hände gefaltet, ihre Schultern weich, ihre eigenen Augen halb geschlossen. Sie geht dorthin, wohin du gehst. Sie geht in deinem Tempo. Sie geht nicht fort. Der Otter kehrt nicht zurück. Er muss es nicht. Er hat seinen Segen schon gegeben. Der Reiher weit hinter dir hat sich längst ins Schilf gefaltet und ist nicht mehr von ihm zu unterscheiden. Eine blasse Stille unter blassen Stillen. Das Moor hält alles in seiner langen, flachen Hand. Und die Hand ist sehr ruhig und die Hand ist sehr warm. Du fühlst dich gehalten. Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich klein, auf die gute Weise. So wie ein schlafendes Kind klein ist in einem großen, stillen Haus, dessen Lampen alle heruntergedreht sind. Der Kahn treibt, die Laternen glimmen, der Nebel verstummt, das Wasser schläft, das Schilf schläft, die Glocken schlafen, Ihren schläft,
oder schläft beinahe hinten im Boot. Und du treibst. Du treibst an den letzten der kleinen Flammenkörner vorbei. Du treibst an den letzten geneigten Pfählen vorbei. Du treibst an den letzten geflochtenen Bögen vorbei. Du treibst hinaus in die offene, weiche Dunkelheit, in der es nichts zu sehen gibt und nichts, das gesehen werden müsste. Die Decke ist schwer, die Kissen sind tief, das Boot ist ruhig, die Nacht ist weit, dein Atem ist langsam, langsamer, noch langsamer. Ein, aus, ein, aus. Es gibt keine Eile in irgendeine Richtung. Es gibt kein Ufer, das erreicht werden müsste. Es gibt keine Aufgabe, die vollendet werden müsste. Es gibt nur dies, das sanfte, langsame Tragen, das warme, gefaltete Dunkel, die kleinen, freundlichen Glutpunkte weit dahinter. Du lässt den letzten kleinen Gedankenfaden los. Er treibt davon, leichter als Nebel, und gesellt sich zu den anderen Fäden, die vor ihm gegangen sind. Du lässt den Tag los, du lässt den Weg los, den du gegangen bist. Du lässt das Tor los, durch das du gegangen bist. Du lässt den warmen Stein los. Du lässt die blasse Schale los. Du lässt das gefaltete Tuch los. Sie werden alle für dich sicher verwahrt. Irgendwo in der langen, geduldigen Hand des Moores. Du musst sie nicht halten. Du kannst sie wiederfinden, wenn du willst. Oder du kannst sie hier zurücklassen. Du lässt sie hier zurück. Du reist leicht in den Schlaf. Der Kahn treibt. Die Dunkelheit wird weicher. Der Nebel wird weicher. Selbst die Glut wird weicher, kleiner, sanfter, bis sie nur noch eine Erinnerung an Wärme ist, irgendwo hinter deinen geschlossenen Augen. Und voraus, wenn es ein Voraus gibt, ist nur Stille. Die Stille verlangt nichts von dir. Die Stille erwartet nichts. Die Stille ist einfach Stille, groß und warm und sehr, sehr sanft. Du gehst in sie hinein, wie ein kleines Boot abends in eine stille Bucht hineingleitet. Ohne Laut, ohne Mühe, ohne Bedürfnis. Du bist jetzt in der Bucht. Das Wasser ist Glas. Die Luft ist Schweigen. Das Boot wird noch langsamer. Das Boot hält an. Oder vielleicht hält es nicht an. Vielleicht bewegt es sich nur so langsam, dass Bewegung und Stille zu ein und demselben werden. Es spielt keine Rolle. Du bist hier. Du bist gehalten. Du bist warm. Du bist weich. Du bist sicher. Iren atmet. Du atmest. Das Moor atmet. Ein Atem. Ein langsamer, langer, gemeinsamer Atemzug. Und die Nacht ringsum. Weit und dunkel. Und voller kleiner, ferner Freundlichkeiten. Schlaf ist nicht mehr etwas, das kommt. Schlaf ist etwas, das schon da ist. Du bist in ihm. Du bist schon eine Weile in ihm, vielleicht. Du bemerkst es erst jetzt, aus der Ferne, so wie man erst bemerkt, dass der Regen aufgehört hat, wenn es schon eine Weile still ist. Das Marschland ist still. Du bist still. Alles ist still. Die Laternen weit hinter dir sind nur noch Erinnerung. Warme Münzen aus Licht, gedrückt in den dunklen Samt der Erinnerung. Du musst dich nicht nach ihnen umsehen. Sie sind bewahrt. Das Schilf ist bewahrt. Die Glocken sind bewahrt. Die Otter sind bewahrt. Der Reiher ist bewahrt. Iren ist bewahrt. Das Marschland bewahrt das Seine. Es wird auch dich bewahren, solange du bewahrt sein möchtest. Und wenn du aufwachst, in deinem eigenen Bett, in deinem eigenen Zimmer, an deinem eigenen stillen Morgen, dann wird das Marschland noch immer hier sein, in seiner langen, flachen Handfläche, mit seinen kleinen Flammenkörnern und seinen geflochtenen Bögen und seinen geduldigen Händen, die kleine bewahrte Dinge versorgen. Du kannst zurückkehren, aber nicht jetzt.
Jetzt ist Zeit zum Ruhen. Jetzt ist Zeit für das langsame, sanfte Treiben. Jetzt ist Zeit für die warme Decke und die tiefen Kissen und das Boot, das sich nicht bewegen muss. Jetzt ist Zeit für Schlaf. Tiefer Schlaf, langer Schlaf, guter Schlaf. Die Art von Schlaf, die selbst eine Freundlichkeit ist. Die Art von Schlaf, die nichts verlangt. Die Art von Schlaf, die mehr zurückgibt, als sie nimmt. Du sinkst noch ein letztes kleines Stück hinein. Du sinkst sanft. Das Boot sinkt sanft in das stille Wasser. Das Wasser sinkt sanft in das weiche Dunkel. Das Dunkel sinkt sanft in sich selbst. Und du bist schon dort. Du ruhst schon. Du wirst schon gehalten. Du bist schon bewahrt. Treibe, treibe, treibe. Das Marschland ist freundlich. Die Nacht ist freundlich. Das Boot ist freundlich. Iren ist freundlich. Der Schlaf ist freundlich. Der Schlaf ist hier. Der Schlaf gehört dir. Ruhe jetzt. Ruhe ganz. Ruhe tief. Ruhe lang. Schlaf gut.